Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des Tutorials für Automatikbetrieb mit Rockwell, CAN Digital, Bahn und Märklin. Heute soll es tatsächlich mal um die Hardware gehen, also hierum, um die Loks, die wir schlussendlich mal fahren lassen wollen. Was braucht man dafür? Selbst für Dampfloks braucht man in der Modellbahn Strom, also braucht man erstmal ein Netzteil. Und zwar für die Gleisbox, die wir benutzen wollen. Handelsüblich von Märklin. Das ist für uns die Zentrale. Hier geht der Strom auf das Gleis und hier werden auch die digitalen Signale erzeugt und an das Gleis gegeben, sodass man damit Loks fahren lassen kann und andere Elemente steuern kann. Zum Beispiel kann man damit dann Weichen elektronisch schalten. Das Schöne am Märklin C-Gleis ist, dass man hier den Weichenantrieb und einen Weichendecoder direkt in der Weiche Unterflur verbauen kann, sodass man keine weitere Verkabelung mehr nötig hat. Und man kann zum Beispiel auch diese Dinge, zum Beispiel ein Signal, damit steuern. Um das zu machen, kann man, wenn man ganz normal in der Märklin-Welt bleiben will, sowas hier benutzen, eine Mobile Station 2 in diesem Fall hier. Damit kann man die Loks fahren lassen, damit kann man dann Weichen schalten und so weiter. Das ist ein Element, was wir am Ende in unserem Aufbau nicht mehr brauchen. Es ist aber ganz gut, ihn immer zur Hand zu haben, die Mobile Station, einfach um zu testen, ob der wirklich Strom dran ist, ob die Adressen stimmen und so weiter, kann man immer mal schnell testen, ob die Komponenten so funktionieren, wie man das denkt. Wir wollen aber per Computer steuern und dafür braucht man dann eine Verbindung von der Zentrale, also von der Gleisbox zum Computer. Und dafür gibt es hier von CAN Digital Bahn die CC-Schnitte. Die kann man auf der einen Seite an die Gleisbox anschließen und auf der anderen Seite kann man mit diesem Kabel, was man gemeinhin auch als Druckerkabel kennt, kann man die CC-Schnitte dann an den Computer anschließen. Denn auf der anderen Seite dieses Kabels gibt es dann den klassischen USB-Anschluss und damit ist dann die Verbindung zum Computer gemacht. Damit kann man im Grunde genommen schon Rockwell benutzen, Loks fahren lassen, Weichen schalten, wie man möchte. Wir wollen natürlich noch einen Schritt weiter gehen und zwar wollen wir einen Automatikbetrieb machen. Dafür muss man dann wissen, wo die Loks, die Züge auf der Strecke sind. Dafür braucht man dann also Druckmelder. Und da kann man hier ein derartiges Kontaktgleis nehmen. Das muss man gar nicht als Kontaktgleis von Märklin kaufen. Das ist schnell selber gemacht. Das war mal ein ganz normales Märklin C-Gleis. Mit einigen Umbauten kann man daraus dann ein Kontaktgleis machen. Auf diesen Umbau kann ich in einer späteren Folge nochmal genauer eingehen. Wie verbindet man das nun? Nun, dafür braucht man dann einen Belegtmelder, ein Rückmeldemodul. Dafür gibt es hier den Gleisreporter, an den man diese Kontaktgleise anschließen kann. Wie verbindet sich das Ganze ins System? Nun, dafür braucht man noch eine weitere Komponente, und zwar hier den Startpunkt. Den muss man dann zwischenschalten, und zwar zwischen die CC-Schnitte. Von der CC-Schnitte geht es zum Startpunkt, vom Startpunkt dann an die Gleisbox. Und hier am Startpunkt hat man noch eine weitere Anschlussmöglichkeit, nämlich über den CAN-Bus kann man dann hier mit diesen Standard-Patch-Kabeln vom Startpunkt zu diesen Rückmeldemodulen gehen. Und wie man sieht, haben diese Rückmeldemodule oder andere Komponenten ja einen Eingang für den CAN-Bus und einen Ausgang, wobei das im Grunde genommen das gleiche ist, sodass man hier dann noch weitere Komponenten anschließen kann. Die allerletzte Komponente, die man dann noch braucht, dieser Startpunkt, braucht selber auch nochmal eine Stromversorgung. Also gibt es nochmal ein weiteres Netzteil. So, und dieser ganze Haufen hier, das sind
unsere Komponenten, die wir schlussendlich für unseren Automatikbetrieb mit Rockwell, Kahn Digital und Märklin brauchen. In der nächsten Folge werde ich dann mal auf die genaue Verdrahtung eingehen und auch mal einen Testaufbau machen.